Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von sich gibt, könnte das an einem abgenutzten oder beschädigten Messer liegen. Solche Geräusche deuten oft darauf hin, dass die Klinge nicht mehr richtig funktioniert und möglicherweise sogar andere Teile des Geräts schädigen kann, wenn du das Problem nicht zeitnah behebst. Daher ist es wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren und zu reparieren. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, ein neues Messer für die Thermomix TM31 und eventuell eine Zange, um die Teile sicher zu greifen. Zuerst musst du deine Thermomix TM31 sicher öffnen. Achte darauf, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, bevor du beginnst. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Hebe vorsichtig die Oberseite ab und achte darauf, keine Kabel zu beschädigen. Das defekte Messer findest du direkt unter dem Behälter. Es ist wichtig, das Messer sorgfältig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es wirklich der Übeltäter ist. Um das Messer zu entfernen, drehe es gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich löst. Manchmal kann es etwas festsitzen, also sei geduldig. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze das neue Messer an die gleiche Stelle ein und drehe es im Uhrzeigersinn, bis es festsitzt. Achte darauf, dass du die richtige Kraft anwendest, um das Messer nicht zu beschädigen. Überprüfe, ob alle Kabel und Teile wieder an ihrem Platz sind, bevor du das Gerät wieder schließt. Setze die Oberseite wieder auf und schraube sie vorsichtig fest. Überprüfe das Gerät, indem du es kurz einschaltest und hörst, ob das Geräusch verschwunden ist. Wenn nicht, könnte es sein, dass noch etwas anderes defekt ist. Um zukünftig Probleme zu vermeiden, solltest du regelmäßig die Klingen deiner Thermomix TM31 überprüfen und sicherstellen, dass du sie bei Bedarf rechtzeitig austauschst. Zudem ist es ratsam, die Maschine nach jeder Benutzung gründlich zu reinigen, um Ablagerungen zu verhindern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.